Halten Sie meine Familie daraus. Die haben damit gar nichts zu tun. Das ist eine Nummer zwischen uns beiden. Jetzt nicht mehr. Was wollen Sie von mir? Dass du meiner Tochter klar machst, dass sie viel zu gut ist für dich. Wo Ihnen die Formel doch noch eingefallen ist, haben Sie das Diplom doch so gut wie in der Tasche, oder? Auf Arno! Auf Arno. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust mir in die Augen und sagst mir, dass ich komplett falsch liege. Oder was hättest du von gern, hm? You will always be my first love. You're with me in heart, space, and time. You're someone I still think the world of. But we got lost into the wild. And I got lost into the wild. We live, 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 we live. We live, 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 we live. So fast, and we got lost in the past. So fast, and we got lost in the past. Alter, ey. Wie oft willst du dir den noch reinziehen, ne? Das ist doch ein bisschen masochistisch. Das ist das Einzige, was ich von Kim noch habe. Du willst also wirklich abhauen? Ich hab's dir schon tausendmal erklärt. Die halbe Stadt weiß, dass ich illegal hier bin. Und ihr Vater wartet nur auf die erstbeste Gelegenheit, um meine Familie fertig zu machen. Das kann ich nicht riskieren. Das verstehe ich ja, aber... Jetzt komm nicht wieder damit an, dass Kim nur die Wahrheit sagen soll. Mensch, Ansgar von Lahnstein überwacht meine Familie. Kim kann ihn stoppen. Das ist die beste Lösung, Emilio. Die beste Lösung wäre es, wenn ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen könnte. Und das ohne Kim. Okay. Also, ich hätte mir zwar einen romantischeren Moment gewünscht, aber dann eben so. Emilio Sanchez, heirate mich. Und mach mich zum glücklichsten Mann auf der ganzen Welt. Okay, aber nur wenn du immer den Müll runterbringst. Wenn du das Kochen übernimmst. Emilio, wer passt dann auf mich auf? Leo war da bestimmt immer besser als ich. Unser kleiner Schutzengel. Die werde ich auch ordentlich vermissen. Und wenn ihr heiratet? Wer ihr? Na, Leo und du. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum denn nicht? Du heiratest Leonie, kriegst deine Aufenthaltsgenehmigung und zack. Dann suchst du dir einen Ausbildungsplatz, wirst endlich Koch und hast ewig Zeit, um Kim zu beweisen, dass du sie wirklich liebst. Genau, während ich mit ihrer besten Freundin verheiratet bin, die wiederum mit meinem besten Kumpel zusammen ist. Ist ja ein super Plan. Wenn es keinen anderen gibt, wenn es der einzige ist, den wir noch haben? Dann wird er dadurch nicht besser. Mensch, Timo, versteh es doch. Ich muss hier weg. Und ich muss Kim vergessen.
haven't seen you lately. Don't know what life is made of you. I'm always gonna be your friend. What is that to you? I've become a stranger, but I want to let you in. So much has changed, I don't know where to begin. I see right through you, from beginning to the end. I see right through you, that's what made us friends. Es tut mir leid, wenn ich Sie so früh überfalle. Ich habe einen vollen Terminkalender. Herr Wiegert ist Bauunternehmer. Wir kennen uns von früher. Was führt Sie denn zu mir? Ich bin aus beruflichen Gründen hier. Ich schaue mir schon seit Jahren die Dankeschön. Die Abschlussarbeiten der Düsseldorfer Architekturstudenten an und auf der Suche nach neuen Inspirationen. Und Ihr Modell hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte gehofft, dass Sie mir das Original zeigen können. Ja, natürlich kann er das. Justus, das restliche Gepäck ist noch draußen. Grad. Danke. Was ist denn hier los? Dicke Luft? Nein, in unserer Familie ist alles in Ordnung. Aber deine Tochter habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Bleibt sie jetzt dauerhaft bei den Wolfs? Wenn sie schlau ist. Einen schönen Tag noch. Wollten Sie nicht eigentlich erst heute Abend zurück sein? Übliche Taktik. Hat bei Frau Wolf wohl versagt? Ganz im Gegenteil. Ich bin noch schneller zum Erfolg gekommen, als ich dachte. Bei Victoria? Das kann ich mir nicht vorstellen. Tja, sie hatten halt schon immer die Fantasie einer Prime. Und sie das Ego eines Pavians. Nehmen Sie es nicht so schwer. Wissen Sie, es gibt eben Menschen, die haben Erfolg, Esprit, Anziehungskraft. Frage ist nur, was hat das alles mit Ihnen zu tun? Ja. Genauso hatte ich es in Erinnerung. Zeitlos, hell, funktional, trotzdem einladend. Ja. Ich habe 3 Varianten entworfen. Die tragenden Wände bleiben erhalten, aber die Zimmeraufteilung ist je nach Kundenwunsch variabel. Um es kurz zu machen, Herr Brandner. Ich plane eine Wohnsiedlung mit 36 Einheiten. Könnten Sie sich vorstellen, das Projekt als leitender Architekt zu betreuen? Ach, das ist ja ein Auftrag, da würde sich jedes große Architekturbüro in Nordrhein-Westfalen freuen. Ihre Frau hat recht, es gibt eine Reihe von Bewerbern. Ja, Das ist deine übrigens- Frau hat immer recht. Aber Ihnen ist schon klar, Herr Wiegert, dass ich mein Diplom noch nicht in der Tasche habe. Bei Ihren Fähigkeiten gehe ich davon aus, dass das nur eine Formsache ist. Naja, du könntest direkt durchstarten. Und noch dazu mit so einem großen, interessanten Projekt. Herr Wiegert, Ihr Angebot ehrt mich sehr. Aber ich kann es leider nicht annehmen. Du kannst doch nicht so eine Riesenchance einfach sausen lassen. Ja, das Projekt ist zweifelsohne interessant, aber es würde mich auf Jahre hinaus einspannen. Und so viel Zeit möchte ich einfach nicht mehr investieren. Tut mir leid. Hey, guten Morgen. Haben wir dich geweckt? Aber bist du denn wiedergekommen? Sehr spät oder beziehungsweise sehr früh. Aber ich wollte dich nicht wecken. Und warum bist du überhaupt schon wieder da? Ich habe mich mit der Arbeit einfach beeilt. Ich wollte sehr schnell wieder zu Hause sein. Ach ja? Klingt ja fast so, als hättest du mich vermisst. Naja, Kim wollte ihn heiraten, damit er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Ja, und weil es jetzt nicht klappt wegen ihrem Papa, muss das eben jemand anderes übernehmen. Ja. Aber wer? Ich meine, so eine Scheinehe ist ja schon ziemlich aufwendig. Man muss beieinander wohnen und weil die ja vom Amt Kontrollen machen. Außerdem ist es illegal. Naja, es muss eben jemand sein, der ihn schon lange kennt, der mit ihm befreundet ist. Sehr gut befreundet ist. Das ist jetzt ein Scherz. Leo, du willst doch nicht, dass Emilio sein Leben lang auf der Flucht ist, oder? Und deswegen verschacherst du mich einfach, ohne mich zu fragen. Er sollte ja nur so tun, als ob. Wow, also keine Hochzeitsnacht. Mensch, da bin ich aber erleichtert. Mensch, Leo, jetzt hör doch mal zu. Nee, hör du mal zu. Ist ja toll, wenn es dir ganz egal ist, wenn ich deinen besten Freund heirate, mit dem ich übrigens mal zusammen war. In den nebenbei ja noch meine beste Freundin verknallt ist, aber mit mir nicht.
Soll ich dir verraten, wovon ich heute Nacht geträumt habe? Sag mal, musst du denn gar nicht zur Arbeit? Arbeit. Dieses Wort ist der reinste Stimmungskiller. Tut mir leid. Du hast recht. Oh, ich muss wirklich los. Aber heute Abend sehen wir uns doch, oder? Oder hat dein Chef wieder ein romantisches Abendessen geplant? Gott bewahre. Der muss ganz schön blöd geguckt haben, als du plötzlich abgereist bist. Wie du ihn hast auflaufen lassen. Weltklasse. Ja, aber ohne die Hilfe von Frau Stein wäre das alles schwieriger geworden. Ich hätte gerne sein blödes Gesicht gesehen, als er kapiert hat, dass du gegen seinen schmierigen Charme immun bist. Also wenn er dich jetzt nicht endlich in Ruhe lässt, dann wird es langsam peinlich für ihn. Ich denke, das hat sich erledigt. Dann sollten wir das feiern. Dan hat mir von einem super Italiener erzählt. Soll ich reservieren? Können wir das nicht spontan entscheiden? Ich glaube, ich würde heute Abend lieber zu Hause bleiben. Dass wir zwar noch mal eine Kurve kriegen. Darauf hätte ich vor 2 Wochen nicht gewettet. Ich auch nicht. Bis heute Abend. Mach's gut. Und das ist jetzt dein Ass im Ärmel? Haben Sie überhaupt schon Ihren Abschluss? Ich kann auch wieder gehen. Eine Zeitverzögerung kostet Ihr Geld, nicht meins. Wir sind sehr froh, dass du uns hilfst, Arno. Unser Architekt ist nicht zu erreichen. Und wir brauchen dringend die Meinung eines Experten zur Statik, bevor wir die Wände versetzen. Die Baustoffe habt ihr wie immer bei Meyerbrink besorgt? Die Verträge sind bei den Unterlagen. Soll ich sie holen? Willst du sie sehen? Ich wollte morgen früh das Material bestellen. Dafür müssen Sie mir aber doch den Auftrag bestätigen. Bevor was passiert, wird auffliegen, dass Clarissa sie bestochen hat, damit sie Elisabeth Pfusch am Bau anhängen. Clarissa muss ihre Koffer packen. Alle sind glücklich, Elisabeth auch. Nein, das glaube ich ist gar nicht nötig. Das sieht alles sehr gut aus. Ihr könntet sofort loslegen. Allerdings solltest du dir für deine Unterlagen das Gutachten eines autorisierten Architekten besorgen. Wiedersehen, Herr Brandner. Herr Zau. Ja, Herr Brandner, dann hoffe ich mal, dass Sie Ihren Abschluss auch geschafft haben. Vielen Dank, dass du uns hilfst. Das ist hier das reinste Schlangennest. Die warten alle nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Ach komm, Elisabeth. Du setzt dich durch, das weiß ich. Danke. Aber das war auch sehr professionell gerade. Doch, mit einem Blick auf die Pläne wusstest du, was Sache ist. Ich habe Tage gebraucht, um ansatzweise rauszukriegen, was Naja, los ist. jetzt bin ich ein Studierter. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du das erste Mal erzählt hast, dass du Architekt werden willst. Du hast so gestrahlt. Ja, und jetzt hast du es geschafft. Das ist doch großartig. Aber Moment, nicht so vorschnell. Noch gibt es keine Prüfungsergebnisse. Die hast du doch mit Bravour bestanden. Ohne Brandnerbau wäre Düsseldorf nicht das, was es heute ist. Und ich bin mir sicher, dass du als Architekt genauso gute Arbeit leistest. Guten Morgen. Ganz schön unprofessionell, einfach so sang- und klanglos abzureisen. Die Verhandlungen mit Frau Stein waren für meinen Teil abgeschlossen. Außerdem habe ich dir eine Nachricht an der Rezeption hinterlassen. Ach, dann legst also seit neuestem du die Arbeitsabläufe fest. Hätte ja immerhin sein können, dass ich dich noch gebraucht hätte. Wenn du so unzufrieden mit meiner Arbeit bist, dann dürfte dich das hier ja freuen. Du willst also kündigen. Ganz schön vorhersehbar. Vorhersehbar war vor allem, dass unsere Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und deshalb ziehe ich die Konsequenzen. Victoria, ich habe dich von der Empfangsdame zu meiner persönlichen Referentin befördert. Was glaubst du, wie oft du diese Chance im Leben kriegst? Es ist nicht meine Schuld, dass die Dinge sich so entwickelt haben. Was sagt denn dein Mann zu deiner spontanen Kündigung?
Mein Mann unterstützt mich uneingeschränkt in allen meinen Entscheidungen. So, der hat also keine Ahnung. Und welche Begründung wirst du ihm auftischen? Na, dann lass dir mal was einfallen. Ich habe noch einen Termin. Spann dich, ich bin's nur. Gut. Timo hat mich vorhin gefragt, Was hat er dich gefragt? ob ich dich heiraten will. Wie das klingt. Emilio so gern ich dir helfen will, aber das kann ich nicht. Wegen Timo und wegen Kim und weil das eine einzige riesengroße Lüge wäre. Es tut mir wirklich leid. Als Freundin bin ich ein Totalausfall. Hey, auch wenn du mir einen Antrag mit einem Kniefall, Blumen und einem Ring gemacht hättest, ich hätte Nein gesagt. Ich habe Timo schon gesagt, wie absurd ich seine Idee finde. Hey, und ich kann nicht vollkommen verstehen, dass du es nicht willst. Abgesehen davon, dass ich Kim das nicht antun kann. Hey, wir wären bei erstbester Gelegenheit aufgeflogen, insofern. Na? Ich brauch dich wahrscheinlich nicht zu fragen, wie es dir geht, oder? Ich kann einfach nicht verstehen, wie ich auf diesen Typen reinfallen konnte. Dem ist doch das Wort Weiberheld auf die Stirn geschrieben. Kim. Emilio ist ein super Kumpel. Wenn man nicht mit ihm in die Kiste steigt, da wird man nämlich nach Strich und Faden verarscht. Er wird heute von ihr abhauen. Wahrscheinlich für immer. Hat in Düsseldorf schon jeder durch? Du, manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ach so. Emilio ist eigentlich ein Geheimagent, der mit möglichst vielen Frauen schlafen muss, um die Welt zu retten. Willst du mir noch irgendwas sagen? Du willst dich einfach so wegschleichen? Je unauffälliger, desto besser, aber wir sehen uns noch mal, bevor ich die Kurve kratze, ja? Und jetzt Abmarsch. Oder willst du mir helfen, meine Socken zu sortieren? Hm? Schon überredet. Später. Was sollte dieser Spruch? Manchmal ist es anders, als es aussieht. Ja, ich fand's einfach nur ätzend, wie du über Emilio geredet hast. Manni ist mein bester Kumpel und ich will nur, dass du weißt, dass er es nicht immer leicht gehabt hat. Und das gibt ihm das Recht, auf den Gefühlen anderer rumzutrampeln? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, Emilio hatte eine schwere Kindheit, okay. Aber was er gemacht hat, das werde ich ihm nie verzeihen können. Ich bin froh, wenn er endlich weg ist. Du hast also gekündigt. Ja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Und ich war mir sicher, dass Ansgar nur protzt und sich seine Andeutung nur ausdenkt. Wieso, was hat er denn gesagt? Nichts Konkretes. Er hat halt angedeutet, dass du und er... Ich habe ihm natürlich kein Wort geglaubt. Es ist nichts passiert. Das musst du mir glauben. Aber dann gibt es doch eigentlich keinen Grund zu kündigen, oder? Oder ist er zudringlich geworden? Nein. Ich habe geglaubt, ich hätte alles im Griff. Aber das stimmt nicht. Dass zwischen Ansgar und mir nichts passiert ist, das lag nicht daran, dass ich so standhaft gewesen wäre. Ich habe total den Kopf verloren. Wenn er es gewollt hätte, dann wären wir zusammen im Bett gelandet.
weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Gerade jetzt, wo es zwischen Thomas und mir so gut läuft wie lange nicht. Frau Linse? Ich brauche mal Ihre Hilfe. Ich möchte meine Frau heute überraschen. Ich gern was Außergewöhnliches kochen. Aber nicht so kompliziert. Haben Sie da einen Tipp für mich? Ich werde mal darüber nachdenken. Gut. Wo ist denn Justus schon wieder? Der ist in der Stadt. Erledigungen machen. Ich habe gehört, Ihre Geschäftsreise war ein voller Erfolg. Ja, sonst wäre ich ja kaum schon wieder hier. Auch wenn die Frau Stein nicht so richtig zugänglich war. Obwohl bei Champagner und bei Kerzenlicht, da lässt sich ja einiges so besser verhandeln. Auch wenn nicht jede Frau dafür zugänglich ist. Wir können die Spielchen lassen, Wolf. Ich habe inzwischen verstanden, dass Ihre Frau eine uneinnehmbare Festung ist. Sie können also Ihr Gewehr im Schrank lassen. Nehmen Sie es nicht so schwer. Sie finden auch noch die richtige. Ansgar kann charmant sein, wenn das drauf anlegt. Aber bisher hat er alle Frauen unglücklich gemacht, die sich auf ihn eingelassen haben. Ich will meine Ehe nicht schon wieder aufs Spiel setzen. Nach all diesen Lügen. Dann ist eine Kündigung wohl die einzige Möglichkeit. Ich plane eine Wohnsiedlung mit 36 Einheiten. Könnten Sie sich vorstellen, das Projekt als leitender Architekt zu betreuen? Charlie, was machst du denn hier? Bei Linie CL hat man mir gesagt, dass du heute hier arbeitest. Und da dachte ich, ich überrede dich zu einer kleinen Kaffeepause. Deshalb bist du dann nicht gekommen. Ich brauche deine Hilfe bei Arno. Ich fürchte, da kannst nur noch du etwas bewegen. Ich war lange genug mit ihm verheiratet, um zu wissen, dass das aussichtslos ist. Du hältst ihn doch auch für den geborenen Architekten, oder? Arno Brandner hier, Herr Brandner, was kann ich für Sie tun? Ja, ich hab's mir doch mal überlegt. Ich würde Ihr Angebot doch gerne annehmen. Ja? Ja, er hat mir gerade mit seiner fachlichen Meinung aus der Klemme geholfen. Hm? Das tut mir jetzt wirklich leid, Herr Brandner. Aber Sie waren so entschieden. Ich habe bereits einem anderen Architekten zugesagt. Ach so, ja, schade, aber da kann man nichts machen. Also ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Tag noch, Herr Wegert. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Also gut, ich versuch's. Ich rufe Arno an. Aber wann? Der Umbau von Linie CL kostet so viel Zeit und Nerven. Ja, gibt es Probleme? Ich weiß auch nicht, irgendwie ist der Wurm drin. Das hat schon damit angefangen, als Clarissa mit ihrer Sabotage verhindert hat, dass wir unser Wunschobjekt anmieten. Jetzt haben wir diesen Umbau am Hals und der geht nicht voran. Bademode muss saisongerecht auf den Markt. Ja. Du kriegst das schon hin und ich danke dir wegen Arbeit. Ja. Ja. Tschüss, Charlie. Ja. Tschüss. Oh. Von Lahnstein? Was? Unser Architekt ist im Krankenhaus. Ja. Danke für die Mitteilung. Tschüss. Na prima, das passt ja. Arno? Sollte ich ja sowieso anrufen. Ich war hier und plötzlich da. Plötzlich was? Mir ist klar geworden, dass er echt weg sein wird. Emilio. Mann, ich kenne den Penner schon so lange und jetzt haut er einfach ab. Wir haben so viel zusammen gemacht. Mallorca hier. Der ist irgendwie mehr als einfach nur. Er ist einfach nur ein Freund. Ja. Leo, der ist wie so ein richtiger Bruder. Jetzt wird er in Caracas sein und ich kann nicht eben mal rumspringen und Hallo sagen. Dann ist er einfach weg. Ich glaube, ich werde ihn wie bescheuert vermissen.
das auch gar nicht vorstellen, dass er wirklich weg ist. Aber trotzdem hätte ich dich nicht so unter Druck setzen dürfen, in dem ganzen Heiratskram. Aber ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie ich mich fühlen würde. Unter fremden Leuten, ohne Papiere, die ganze Zeit auf dem Sprung. Ja. Aber er ist ja nicht ich. Emil ist ein Kämpfer. Der hat schon ganz andere Situationen überlebt. Okay, was soll's. Ich mach's. Was machst du? Ich heirate Emilio. Tut mir wirklich leid, Arno. Das klang nach einer spannenden Aufgabe. Dieser Wegert hatte wirklich keinen Grund, auf mich zu warten, nachdem ich ihn so klar und deutlich abgesagt habe. Ach, Kopf hoch, es kommt bestimmt die nächste Chance, dich als Architekt zu beweisen. Clarissa, wenn du etwas dazu sagen willst, tu dir keinen Zwang an. Ich will eure Märchenstunde ja nicht unterbrechen. Dann lass es doch einfach, danke. Sehr nett von dir, dass du Arno etwas aufheiterst. Wir wissen doch alle, dass so ein Angebot nicht wiederkommen wird. Besitzt du neben deinem Besen auch noch eine Kristallkugel? Na komm, Clarissa, spuck's aus, deine Bosheit. Wir wollen nicht, dass du daran erstickst. Ich finde es löblich von dir, dass du dir deinen Traum vom Architekturstudium noch ermöglicht hast. Den ich damals nicht verwirklichen konnte, deinetwegen. Weil ich die Frechheit besaß, deine Kinder zu kriegen? Mein Gott, jetzt sei mal ehrlich. Du weißt doch selber, dass du inzwischen zu alt bist, um eine neue Karriere zu starten. Arno hat die besten Voraussetzungen. Erfahrung in der Baubranche, Talent, Kontakte. Hey, wer kann das schon vorweisen? Hat er auch den Biss? Da draußen wimmelt's doch nur so von jungen Konkurrenten. Ach, die junge Konkurrenz. Hast du deshalb, Tanja, die Führung bei Linie Clarisse Lahnstein überlassen? Das ist etwas völlig anderes. Auch wenn du es anders siehst. Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Wie hast du es nur mit der ausgehalten? Masochismus? Ach, gut, Arno, dass ich dich hier finde. Ich muss dich dringend sprechen. Kaum vorstellbar, dass die 800-Jahr-Feier jetzt ohne dich stattfinden soll. Du doch so viel Arbeit investiert hast. Jeder ist ersetzbar. Und was ist, wenn ich dich gar nicht ersetzen will? Wir sind doch ein gutes Team. Victoria, ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen anstrengend sein kann, aber wie wäre es, wenn wir das alles vergessen und noch mal ganz von vorne anfangen? Also dieser Vorfall, wenn man das überhaupt so nennen will, der bleibt natürlich unter uns. Diskretion ist nicht gerade deine Stärke. Elisabeth gegenüber hast du ja auch schon Andeutungen gemacht. Dann habe ich... Ich kann natürlich nichts für die schmutzige Fantasie dieser trostlosen Person. Victoria, bleib hier und ich beweise dir, dass ich ein perfekter Gentleman sein kann. Ich habe übrigens vorhin deinen Mann getroffen. Er weiß noch nichts von deinen Plänen. Also, wie wär's? Ich zerreiß die Kündigung und alles ist wie immer. Danke. Aber dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen. Also gut, wenn du dir jetzt doch noch überlegst, du weißt ja, wo du mich findest. Also Arno, die Einzelheiten besprechen wir dann, wenn du bei mir vorbeikommst. Ich habe jetzt leider noch einen Termin. Danke, Elisabeth. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Bis später. Oh, danke, Luca. Und? Konntest du ihn überzeugen? Arno wird dir alles erzählen. Ich habe es jetzt leider sehr eilig, Charlie. Okay. Tschüss, bis später. Ich habe gehört, es gibt Neuigkeiten, was deine Karriere betrifft. Woher weißt du denn das schon wieder? Ich habe Elisabeth quasi auf dich angesetzt. Ach, das war deine Idee. Entschuldige, dass ich mich eingemischt habe, Arno, aber ich konnte einfach nicht dabei zuschauen, wie du so eine Chance sausen lässt. Da muss ich mich wieder mal bei dir bedanken. Ich glaube, du kennst mich besser als ich mich selber. Na, willst du ihn gleich anrufen? Wen? Diesen Wegner, oder hast du ihm schon zugesagt? Wegert? Nein, nein, nein. Der hat inzwischen für sein Projekt einen Kollegen engagiert. Ach so. Ja, und worüber freust du dich so? Na, ich denke, das war deine Idee. Arno, über was sprechen wir jetzt genau? Elisabeth hat mir angeboten, den Umbau des Modehauses als vollverantwortlicher Architekt zu übernehmen. Sobald ich meine Prüfungsergebnisse beisammen habe, kann ich loslegen. Ach so. Tanja, du musst deinen Plan aufgeben. Arno wird als Architekt merken, wenn da auf eurer Baustelle gepfuscht wird. Ja, der Mann ist die Sorgfalt in Person.
Dafür war er schon während meiner Lehre berüchtigt. Der überprüft jede einzelne Schraube, bevor sie eingebaut wird. Herr Zaun, das war's für heute. Ich melde mich bei Ihnen. Wiedersehen. Du hast es gehört, dein Bauleiter hat recht. Arno ist viel zu gewissenhaft. Er wird dahinter kommen, wenn ihr Baustoffe durch minderwertiges Material ersetzt. Charlie, wenn wir Clarissa diese kleine Sabotage in die Schuhe schieben können, dann sind wir sie los. Diese Chance lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja, und gleichzeitig ist Arnos Ruf ruiniert. Seine Karriere ist beendet, noch bevor sie angefangen hat. Schon vergessen? Die Ehe deiner besten Freundin steht auf dem Spiel. Elisabeth würde das nicht gutheißen, dass wir ihretwegen Arno in diese Sache mit reinziehen. Ach, und das fällt dir jetzt ein? Ja, weil bis gerade eben hatte Arno mit diesem vermeintlichen Pfusch am Bau nichts zu tun. Hm? Wir waren uns doch einig. Nur wenn wir Clarissa stoppen, hat Elisabeths Ehe überhaupt eine Chance. Ach, jetzt tu doch nicht so, als ob dich das interessiert. Dich interessiert nur Clarissa. Du willst sie aus der Firma werfen. Stimmt. Hör zu, Tanja. Mit Arno im Boot hat dein Plan keine Chance. Und das weißt du auch. Dann gibt es wohl nur eine Möglichkeit. Er darf gar nicht erst mit an Bord kommen. Wie meinst du das? Ach, Charlie, du bist doch nicht ganz so blond, wie du aussiehst. Lass dir was einfallen. Emilio, Überraschung! Emilio? Emilio! Hier hinten ist er nicht und seine Taschen sind auch schon weg. Scheiße. Scheiße. Nichts zu machen. Seine Mailbox hat er auch ausgestellt. Verdammt, warum bin ich denn so eine blöde Kuh und hab überhaupt gezögert? Mach's gut, Tine. Wir gehen ganz bald einen Kaffee trinken, okay? Unbedingt. Und vielen Dank nochmal für alles, ja? So weit kann er noch nicht sein. Lass uns zuerst zum Bahnhof, okay? Ja, er kann ja schlecht fliegen, er kann ja schlecht dein Passwort zeigen. Mein Pass hat er Gott sei Dank auch nicht mehr. Hallo, ihr zwei. Oh, hallo, Was Frau wolltet ihr denn hier? Wir wollten eigentlich zu Emil, aber der ist nicht da. Ne? Aha. Na, ihr könnt ja auf ihn warten. Ich habe gerade Mittagspause, dann könnten wir ein bisschen quatschen. Nee, sorry, wir müssen los. Sport AG. Ja. Tschüss. Universität. Also meine Enkel hat es wieder mal eilig. Was ist denn los? Sag mal, haben wir einen Geburtstag verpasst? Ist das von dir? Nein. Mensch, was soll denn das? Post für mich dabei? Also langsam könnten die von der Universität sich mal melden. Ohne die Bestätigung, dass ich bestanden habe, dann will ich bei Elisabeth nicht anfangen. Das Hähnchen womit einreiben? Boah, hat die eine Klaue. Was machst du denn schon hier?
Es sollte eine Überraschung werden. Maishähnchen in Prosecco. Geheimrezept von Frau Linse. Klingt lecker. Aber wahrscheinlich hätte ich sie nicht hingekriegt. Die Handschrift von der Frau, die kann keiner lesen. Was ist los? Hast du geweint? Ich habe gekündigt. Du hast was? Aber wieso? Ich denke, dein Job hat dir so viel Spaß gemacht. Hat dieses miese Schwein dich angetatscht? Oder hat er dich schikaniert, weil ich ihn vorhin angegangen bin? Sag es mir. Ich greife ihn mir. Ansgar hat keine Schuld. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich schäme mich so. Du schämst dich so? Aber wofür denn, Vicky? Ich habe ja gar nichts gemacht, aber Du hast was nicht gemacht? Ansgar, ich wäre fast mit ihm ins Bett gegangen.